Hallo liebe Häkelfreunde, heute lade ich euch herzlich ein, mit mir dieses einfache Sommershirt zu häkeln. Der lockere Schnitt und die breiteren Schultern schmeicheln der Figur und kaschieren eventuell vorhandene Problemzonen. Das Shirt ist einfach gemacht und geht schnell von der Hand. Ich wünsche euch viel Spaß und Freude beim Nacharbeiten. Für diesen einfachen Häkelpulli nehme ich die Cotton Fun von Gründl. So ein Knäuel hat 50 Gramm und 115 Meter Lauflänge und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 4. Ich starte mit einer Anfangsschlinge und häkle zunächst 2 Luftmaschen und dann drehe ich mir die erste ein bisschen um, sodass ich hier beide Fäden erwische, steche mit der Nadel ein, hole den Faden durch, masche eine Masche ab und dann die restlichen beiden und steche jetzt wieder rückwärts in diesen Querfaden hier unten ein, hole den Faden durch, masche eine Masche ab und dann die restlichen beiden. In den Querfaden einstechen, Faden durchholen, einen Faden abmaschen und dann die anderen 2. Und auf diese Weise erhalten wir einen elastischen Anschlag. Behäkelt werden die Maschen hier, also da, wo schöne Maschen sind, und hier werden auch die Maschen gezählt. Jetzt haben wir 4 gemacht und wir machen das, bis wir unsere halbe Hüftweite erreicht haben. Bei mir sind das ungefähr 52 cm. Und wir brauchen eine Maschenzahl, die durch 6 teilbar ist und dann noch eine zusätzlich. Bei mir sind das 79 feste Maschen, 78 ist durch 6 teilbar plus eine extra. Und wenn ihr eure halbe Hüftweite erreicht habt, sehen wir uns wieder und ich schreibe euch ein paar verwendbare Zahlen unten hin. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine halbe Hüftweite erreicht und zwar ungedehnt gemessen. Und ich habe jetzt 79 Maschen und jetzt drehen wir uns das Ganze um, sodass die schönen Maschen oben sind und beginnen mit 3 Luftmaschen und lassen 2, also die nächsten beiden lassen wir aus. Diese erste ist schon besetzt mit dem Ersatzstäbchen, 2 auslassen. Und in die dritte Masche kommen 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen
und noch einmal 2 Stäbchen, alles in eine Masche. Dann lassen wir 2 Maschen aus und häkeln ein einzelnes Stäbchen. Dann lassen wir wieder 2 Maschen aus und häkeln wieder so eine Gruppe mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen, alles in eine Masche, 2 auslassen, ein einzelnes Stäbchen, 2 auslassen, eine Gruppe von 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, alles in eine Masche, 2 auslassen, ein einzelnes Stäbchen. Das Ganze sieht so aus, wir haben hier am Anfang ein Ersatzstäbchen und in jeder dritten Masche ist eine Gruppe, ein einzelnes Stäbchen, eine Gruppe, ein einzelnes Stäbchen, eine Gruppe, ein einzelnes Stäbchen und dazwischen immer 2 auslassen. Jetzt folgt wieder eine Gruppe. Und dann wieder 2 auslassen, ein einzelnes Stäbchen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende bleiben 3 Maschen übrig. Davon lassen wir 2 aus und häkeln noch ein Begrenzungsstäbchen in die letzte Masche, so dass wir am Anfang der Reihe ein Begrenzungsstäbchen haben und am Ende der Reihe. Und dann beginnen wieder mit 3 Luftmaschen, das ist wieder unser Begrenzungsstäbchen, und häkeln in jede Gruppe wieder eine Gruppe mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und auf das einzelne Stäbchen ein einzelnes Stäbchen. Wieder eine Gruppe in die Gruppe. Und auf das einzelne Stäbchen ein Stäbchen. Das sieht dann so aus, die Gruppen laufen schön übereinander und die einzelnen Stäbchen laufen ebenfalls übereinander. Und das machen wir wieder die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück, ich bin wieder am Ende der Reihe angekommen und hier ist es ganz wichtig, wo das letzte Stäbchen hineinkommt. Hier seht ihr die 2 Stäbchen, die noch zur Gruppe gehören, und daneben ist das Ersatzstäbchen und in die dritte Luftmasche, also direkt neben den beiden Stäbchen hier in diese Masche, muss das letzte Stäbchen hinein, sodass wir auf beiden Seiten Stäbchen haben, Randstäbchen, die schön senkrecht übereinander laufen. Und diese zweite Reihe, das war schon die Musterreihe, die jetzt ständig wiederholt wird. Und ich mache noch weitere 6 von diesen identischen Reihen, sodass ich insgesamt 8 Musterreihen habe. Ihr könnt auch mehr oder weniger machen, achtet aber darauf,
dass es eine gerade Anzahl an Musterreihen ist. Also ohne diese Anschlagsreihe, nur die Musterreihen, sollte eine gerade Anzahl sein. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe 8 solche Musterreihen gemacht. Mit dieser Anschlagsreihe sind es jetzt 9 Reihen und mein Bündchen hat ungefähr 12 cm. Wenn es bei euch anders ist, könnt ihr zum Beispiel noch 2 Reihen dazu häkeln. Und jetzt wende ich die Arbeit und wir befinden uns auf einer Rückreihe jetzt. Und hier beginne ich mit einer Luftmasche und häkle gleich in die allererste Masche, also über diesem Randstäbchen, eine feste Masche und häkle in jedes Stäbchen, das kommt, eine feste Masche und in die Lücken häkle ich 2 feste Maschen, dann wieder in jedes Stäbchen, das kommt, auch in dieses einzelne Stäbchen hier, in jedes Stäbchen eine feste Masche und 2 immer in die Lücken. Und auf diese Weise nehmen wir einige Maschen zu. Pro Bogen nehmen wir eine Masche zu. Und zwar dadurch, dass wir hier 2 feste Maschen in den Bogen häkeln. Und ansonsten, wie gesagt, in jedes Stäbchen eine und in die Lücken 2. Für das nachfolgende Muster brauchen wir keine bestimmte Maschenzahl. Und ich mache das die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Das Ganze sieht so aus. Ganz wichtig am Schluss, auch in das Ersatzstäbchen hier, in die dritte Luftmasche, hier kommt die letzte feste Masche hinein. Und jetzt haben wir, wie gesagt, pro Bogen eine Masche zugenommen. Bei mir sind es 13 solche Bögen und deshalb habe ich jetzt 13 Maschen mehr als vorhin. Bei euch kann das natürlich auch anders sein, aber wie gesagt, wir brauchen keine bestimmte Maschenzahl. Und jetzt wende ich die Arbeit und ab jetzt bleibt die Maschenzahl, die wir jetzt haben, unverändert. Und die erste Musterreihe beginnt mit 4 Luftmaschen und jetzt kommt in jede Masche ein Doppelstäbchen. Ein Doppelstäbchen, das sind Stäbchen mit 2 Umschlägen. Und wie gesagt, achtet darauf, dass ihr immer auf derselben Maschenzahl bleibt. Also die ganze Reihe einfach lauter Doppelstäbchen machen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe lauter Doppelstäbchen gemacht. Bei mir sind es 92. Die Zahl kann bei euch natürlich anders sein. Und die zweite Musterreihe funktioniert folgendermaßen. Ich beginne mit einer Luftmasche und hier häkle ich immer in die erste Einstichstelle gleich eine feste Masche und dann lauter feste Maschen auf jedes Doppelstäbchen. Und wie gesagt, es muss
die Maschenanzahl jetzt immer unverändert bleiben und am Ende der Reihe sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig und auch hier immer darauf achten, in die 4. Luftmasche des Ersatz-Doppelstäbchens kommt die letzte feste Masche hinein, die dürfen wir nicht vergessen, sonst verändert sich die Maschenzahl. Und diese beiden Reihen, also jetzt kommt wieder eine Reihe Doppelstäbchen und dann wieder eine Reihe mit festen Maschen. Diese beiden Reihen wiederhole ich jetzt bis zum Halsausschnitt und ich mache ungefähr bis zum Halsausschnitt 50 bis 51 cm. Gerade hochhäkeln, immer dieselben 2 Reihen, jetzt kommt wieder eine Reihe Doppelstäbchen und auf der Rückreihe immer eine Reihe feste Maschen und wie gesagt, achtet darauf, dass die Maschenzahl immer dieselbe bleibt. Und wenn ihr ca. 50 cm gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt ca. 51 cm erreicht und ich habe mit einer Reihe festen Maschen geendet vorläufig und ich habe mir hier den Ausschnitt markiert und zwar habe ich zuerst die Mitte gesucht. Das ist ganz einfach, ihr zählt eure Maschenzahl und teilt sie durch 2. Wenn ihr eine ungerade Zahl habt, steckt ihr ihn in die mittlere Masche. Bei mir ist es eine gerade Zahl und deshalb habe ich ihn zwischen die Maschen hineingesteckt. Dann habe ich von der Mitte aus ca. 11 cm in beide Richtungen gemessen, einen Maschenmarkierer angebracht und am Ende habe ich noch nachgezählt, dass auf beiden Seiten gleich viele Maschen sind. Also nur mit Messen allein stimmt das mit ziemlicher Sicherheit noch nicht. Es müssen auf beiden Seiten gleich viele Maschen sein und dann entsprechend den Markierer noch einmal um eine Masche versetzen oder um so viele Maschen, wie es noch nicht stimmt. Und dann brauchen wir eigentlich diesen in der Mitte nicht mehr. Und jetzt häkle ich doppelte Stäbchen bis zum Maschenmarkierer und zwar bis zu der Masche, wo der Maschenmarkierer drin ist. Und da sehen wir uns gleich wieder, also Doppelstäbchen bis zum Maschenmarkierer. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin bis zum Maschenmarkierer gekommen, also eine Masche vorher. Jetzt gebe ich den heraus und häkle in diese Masche noch das letzte Doppelstäbchen. Und jetzt wende ich die Arbeit und häkle im selben Muster wie bisher, also jetzt kommen wieder feste Maschen, häkle ich noch ungefähr 13 bis 14 cm weiter, eben über diesen schmalen Teil, den wir jetzt noch haben, circa 13 bis 14 cm. Die Gesamtlänge ist dann 64 bis 65 cm. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe 14 cm hochgehäkelt und jetzt häkle ich zum Abschluss noch eine Luftmasche. Also ich habe mit einer Reihe festen Maschen geendet und auf dieser Seite hier außen lasse ich ein ordentliches Stück Faden dran.
Das brauchen wir später noch für die Naht. Dann braucht ihr nicht so viele Fäden zu vernähen. Und festziehen. Und jetzt starte ich mit dem linken Teil genau in der Masche, wo der Maschenmarkierer drin ist. Da steche ich ein, hole den Faden durch, verknote ihn und häkle hier ebenfalls dieselbe Anzahl Reihen hoch. Ich steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle 4 Luftmaschen und dann wie gewohnt lauter Doppelstäbchen und im selben Muster genau gleich viele Reihen wie auf der anderen Seite und wir enden wieder mit einer Reihe fester Maschen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt auch das linke Vorderteil hinaufgehäkelt. Der Ausschnitt ist jetzt noch etwas groß, aber keine Angst, der wird noch kleiner gemacht. Und ich habe inzwischen, also hier habe ich den Faden ganz normal abgeschnitten. Und das Rückenteil habe ich schon vorbereitet. Das funktioniert ganz genau gleich wie das Vorderteil, nur eben ohne Ausschnitt. Also einfach den Bund und dann dieselbe Anzahl Reihen wie beim Vorderteil. Und auch hier habe ich am Ende ein ordentliches Stück Faden dran gelassen. Das brauchen wir dann ebenfalls für die Schulternaht. Und wenn ihr das Rückenteil angefertigt habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe die beiden Teile aufeinander gelegt und zwar so, dass die schöne Seite jeweils innen ist. Und jetzt nehmen wir uns den Faden, den wir dran gelassen haben. Ich steche ganz am Rand in die erste feste Masche ein und hinten ebenfalls. Nehme mir den Faden und ziehe ihn durch und häkle eine Luftmasche und dann steche ich noch einmal durch beide Teile und durch dieselbe Masche durch, hole den Faden durch und häkle eine feste Masche und häkle dann Masche für Masche die beiden Teile zusammen. Immer schön schauen, dass ihr vorne und hinten dieselbe Masche erwischt und immer durch beide Maschenglieder durch und macht die festen Maschen nicht zu klein, sodass die Naht noch eine gewisse Dehnbarkeit behält. Also immer den Faden ordentlich hochziehen und dann abmaschen. Und das mache ich, bis ich hier drüben ankomme und dann zeige ich euch die zweite Seite noch. Und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich bin mit der Schulternaht fertig, habe bis zur letzten Masche feste Maschen gemacht. Jetzt häkle ich noch eine Luftmasche und ziehe den Faden durch. Und auf der anderen Seite funktioniert das genau gleich. Wichtig ist nur, dass ihr euch das umdreht und wieder von außen nach innen die Naht schließt, genau gleich wie die andere.
Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe die Schulternähte geschlossen. Die schöne Seite ist außen. Die Nähte sind innen. Und jetzt drehe ich mir das Ganze um, sodass das Rückenteil oben ist. Und fange hier irgendwo beim Rückenteil in irgendeiner Masche fange ich neu an, hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein, ich steche in dieselbe Masche noch einmal ein, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche und dann steche ich noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle eine feste Masche. Den Faden könnt ihr gleich mit einhäkeln und ich häkle jetzt feste Maschen bis zur nächsten Ecke, also hier bis hierher. Und da sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin bei der Schulternaht hier angekommen und auch hier häkle ich eine feste Masche aus der Naht heraus und dann kommen immer ein Steg und dann die Doppelstäbchen. Aus den Stegen hier häkle ich 2 feste Maschen heraus, dann 3 feste Maschen immer um das Doppelstäbchen herum, aus dem Steg wieder 2, aus jedem Doppelstäbchen oder beziehungsweise um das Doppelstäbchen herum immer 3. Und das mache ich bis zur nächsten Ecke so. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich bin wieder an der Ecke angekommen, also sozusagen jetzt beim vorderen Ausschnitt. Und hier, wo das Doppelstäbchen schon drin ist, das ich gerade umhäkelt habe, hier mache ich ebenfalls eine feste Masche hinein in die Ecke, dann hinüber bis zur nächsten Ecke und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der nächsten Ecke angekommen und ich häkle bis zu der Masche, wo schon das Ersatzstäbchen drin ist, also da häkle ich auch eine feste Masche hinein und dann wieder je 3 um jedes Doppelstäbchen und je 2 in diese Stege dazwischen. Und das machen wir bis zur nächsten Ecke und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück, ich habe bis zur Schulternaht hingehäkelt. Und jetzt häkle ich wieder eine in die Naht hinein und dann wieder in jeden Maschenkopf eine feste Masche, bis wir hier ankommen, wo wir begonnen haben mit der Runde. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und schließe in den Kopf der ersten festen Masche mit einer Kettmasche zur Runde, häkle 4 Luftmaschen als Ersatz für ein Doppelstäbchen und häkle jetzt Doppelstäbchen bis knapp vor der Ecke, also 2 Maschen vor der Ecke. Sehen wir uns wieder. Bis gleich.
Willkommen zurück. Ich habe 2 Maschen vor der Ecke geendet, also diese 2, das ist die Masche in der Schulternaht, die ist direkt in der Ecke, und diese 5, 1, 2, 3, 4, 5, die dritte ist die in der Ecke, die häkle ich jetzt als 5 zusammen abgemaschte Doppelstäbchen. Das bedeutet, wir holen 2 Umschläge, stechen in die erste dieser 5 Maschen ein, holen den Faden durch, Maschen einmal ab, einmal 2 Fäden und noch einmal 2 Fäden. Die letzten beiden lassen wir noch, holen wieder 2 Umschläge, holen den Faden durch die Masche durch, Maschen einmal 2 Fäden ab, Maschen zweimal 2 Fäden ab, diese 3 bleiben. Das Ganze machen wir noch ein drittes Mal, immer 2 Mal abmaschen. Jetzt haben wir 4 auf der Nadel, das Ganze noch ein 4. Mal. Jetzt haben wir 5 Schlaufen auf der Nadel und wir machen das noch ein 5. Mal. Und jetzt haben wir 6 Schlaufen auf der Nadel und die maschen wir gemeinsam ab. Das sieht dann so aus. 1, 2, 3, 4, 5 zusammen abgemaschte Doppelstäbchen. Die sind dann in der nächsten Reihe nur noch eine Masche. Und jetzt häkeln wir wieder Doppelstäbchen bis zur nächsten Ecke. Und da zeige ich euch das noch einmal und wieder 2 Maschen vor der Ecke aufhören. Und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich bin wieder an der Ecke angekommen und ihr seht, welche Masche direkt in der Ecke liegt. Das ist die dritte. Hier haben wir die erste, die zweite, die dritte ist in der Ecke, die vierte, die fünfte, und hier machen wir wieder über 5 Maschen zusammen abgemaschte Doppelstäbchen, also 2 Umschläge, Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen, 2 Fäden abmaschen, 2 Umschläge, in die nächste Masche einstechen, Faden durchholen, einmal 2 abmaschen, zweimal 2 abmaschen. Jetzt kommen wir in die Eckmasche, das ist die dritte Masche, und dann noch die vierte und die fünfte. Und am Ende haben wir 6 Schlaufen auf der Nadel und die maschen wir gemeinsam ab. Und dann häkeln wir wieder bis zur nächsten Ecke und bis zur übernächsten und machen überall in den Ecken diese 5 zusammen abgemaschten Doppelstäbchen. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin beinahe rundherum gekommen. Das Ganze ist noch etwas lose noch, diese Reihe, aber die Festigkeit kommt erst, wenn wir jetzt eine Reihe feste Maschen drüber häkeln. Das passt so. Und jetzt schließe ich zur Runde in die 4. Luftmasche des Ersatz-Doppelstäbchens mit einer Kettmasche. Wichtig, die 4. Luftmasche, dann häkle ich eine Luftmasche und gleich über dem Ersatz-Doppelstäbchen eine feste Masche und häkle feste Maschen bis zur Ecke, und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich bin bis zur Ecke gekommen, und zwar hier seht ihr diese 5 zusammen abgemaschten Doppelstäbchen. Darüber ist eine Masche, die etwas größer ist als die anderen, und eine Masche davor
habe ich aufgehört und über diese 3 Maschen, also genau über diesen 5 zusammen abgemaschten Doppelstäbchen, 1 davor und 1 danach, das sind diese 3 Maschen, hier also 1, 2, 3 und hier häkle ich jetzt 3 zusammen abgemaschte feste Maschen. Ich steche zuerst in das Doppelstäbchen, also in den Kopf des Doppelstäbchens vor der Fünfergruppe ein, hole den Faden durch, dann in die Masche über der Fünfergruppe, Faden durchholen und dann in das Doppelstäbchen nach der Fünfergruppe auch den Faden durchholen. Jetzt haben wir 4 Fäden auf der Nadel und die masche ich gemeinsam ab. Und das ist in der nächsten Reihe nur noch eine Masche. Und jetzt häkle ich bis zur nächsten Ecke und da zeige ich euch das noch einmal. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe wieder ein Doppelstäbchen vor der Fünfergruppe aufgehört. Hier haben wir wieder diese 3 Maschenköpfe. Ein Doppelstäbchen vor der Gruppe, die Gruppe selber und ein Doppelstäbchen nach der Gruppe. In die erste Masche einstechen, den Faden durchholen, in die zweite einstechen, den Faden durchholen, in die dritte einstechen, den Faden durchholen. Wir haben 4 Fäden auf der Nadel und die maschen wir gemeinsam ab. Und jetzt macht ihr das bei den restlichen 2 Ecken auch so, schließt dann zur Runde und macht eine Anprobe, ob der Ausschnitt für euch so passt oder ob er euch noch zu groß erscheint. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Mein Ausschnitt sieht jetzt so aus. Ich finde ihn noch ein ganz klein wenig zu groß, deshalb mache ich noch eine Reihe feste Maschen und ihr schaut, ob eurer schon passt oder nicht. Und ansonsten diese Reihe, die jetzt folgt, die könnt ihr beliebig oft noch wiederholen, bis der Ausschnitt die richtige Größe hat. Ich beginne immer mit einer Luftmasche und gleich in die erste Einstichstelle eine feste Masche, häkle wieder feste Maschen bis zur Ecke hinüber und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich mache wieder über die 3 Maschen in der Ecke. Also hier seht ihr die 3 zusammen abgemaschten festen Maschen und eine davor beginne ich wieder und häkle wieder 3 zusammen abgemaschte feste Maschen. Und das mache ich wieder mit allen Ecken so. Und wie gesagt, wenn der Ausschnitt dann noch zu groß ist, ich würde wieder eine Anprobe machen, dann macht ihr diese Reihe noch ein weiteres Mal. Und wir sehen uns am Ende der Reihe nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Mein Ausschnitt sieht jetzt so aus. Der passt mir jetzt so. Ich lasse ihn so. Und jetzt häkle ich am Ende habe ich noch eine Luftmasche gemacht. Schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt werde ich das Ganze umdrehen, sodass die schöne Seite innen ist und dann sehen wir uns gleich bei den Seitennähten wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe den Pullover umgedreht, sodass die weniger schöne Seite jetzt außen liegt. Hier ist die Schulternaht und von der Schulternaht
herunter habe ich für das Armloch 17 cm freigelassen. Das entspricht einem Umfang von 34 cm. Mein Oberarm ist ungefähr 31 cm dick und ich habe noch 1-2 cm zugegeben. Ich würde das Armloch aber nicht größer machen, denn dieser Teil hier kommt ja über den Arm. Wir haben ja über breite Schultern gemacht. Und dann habe ich lauter Klammern befestigt, und zwar so, dass immer die Reihen schön übereinander liegen, also einige Klammern dazu verwenden, damit das eine schöne Naht wird. Und dann beginne ich beim Bund, nehme die Wolle, steche möglichst am Rand ganz weit unten ein, durch beide Teile durch, hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein, steche noch einmal durch die beiden Teile durch, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche, nehme diese 2 Fäden nach hinten und häkle sie gleich mit ein, steche noch einmal durch dieselbe Öffnung durch, hole den Faden durch und häkle eine feste Masche und häkle jetzt die beiden Teile zusammen. Und wie gesagt, schaut, dass die Reihen schön übereinander liegen. Macht nicht zu viele feste Maschen, sonst wälzt sich das Ganze. Aber auch nicht zu wenige. Ich mache hier immer um die normalen Stäbchen herum mache ich 2 feste Maschen, dann dazwischen eine und wieder in die Lücke 2 und wieder dazwischen eine und schaut, dass das eine flache Naht wird, also nicht zu viele machen und auch nicht zu wenige, sonst zieht es sich zusammen. Und hier oben würde ich jeweils 3 um die Doppelstäbchen herum machen und hier wieder 1 bis 2 immer in die Stege, dann wieder 3 um die Doppelstäbchen und so weiter. Aber das müsst ihr selbst schauen, dass es eine schöne Naht wird. Und das machen wir dann auf der anderen Seite genauso. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe beide Seitennähte geschlossen, habe noch die Fäden vernäht. Die Naht sieht von außen so aus. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich hier um den Ärmelausschnitt herum noch einen Abschluss machen, zum Beispiel eine Reihe feste Maschen oder eine Reihe feste Maschen, eine Reihe Doppelstäbchen, eine Reihe feste Maschen. Ich lasse das Shirt so, weil ich das nicht so aufgeräumt haben will. Ich will einen etwas lässigen Look beibehalten und deshalb lasse ich hier diese Kanten so wie sie sind, und damit ist unser lässiges Sommershirt fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen, hoffe ihr habt Spaß beim Nachhäkeln und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.